Da gucken sie ziemlich streng drauf. Und wir hoffen mal, dass wir uns gut vorbereitet haben dafür und dass wir dann mit dem Auto auch in Western Australia sind. Jetzt sind wir hier. Sigib River Road. Eine von 2 Straßen, die über Derby nach Brom führt. Ja, da denkst du echt mal, du hast den ganzen Tag nichts zu tun. Dann stellst du fest, dass es kein Sand in der Felge drin war, sondern dass du ein Loch im Reifen drin hast. Dann musst du den Reifen wechseln. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder auf der Straße und wir sind jetzt auf dem Weg Nach Western Australia. Warte. Oh, Peter hat wieder gewonnen. So, zum ersten Mal in meinem Leben in Western Australia. Ich auch. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg. Hinter uns liegt die Quarantänestation. Dort werden wir inspiziert, weil wir dürfen keine frischen Früchte und Gemüse hier mit rübernehmen. Außerdem ist Honig verboten und ein paar Nüsse. Da gucken sie ziemlich streng drauf. Und wir hoffen mal, dass wir uns gut vorbereitet haben dafür und dass wir dann mit dem Auto auch in Western Australia sind. Okay, Quarantäne haben wir jetzt durch. Was haben wir gebraucht? 3 Minuten? Ja, so ungefähr. War alles gut vorbereitet und wir wussten ja alles, weil wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir haben es genau durchgelesen, was wir mitbringen durften, was nicht. Alles, was wir nicht mitbringen durften, haben wir heute Morgen noch aufgegessen und ausgetrunken. Und dementsprechend, ja, 3 Minuten fertig und we are ready to go. Also pop in the car und dann fahren wir jetzt weiter Western nach. Australia steht uns jetzt offen. Ja, jetzt geht's los. Wir sind mal wieder auf einer abenteuerlichen Straße unterwegs. So. Und das Ende der abenteuerlichen Straße endet hier. Tada! Und hier bleiben wir heute Nacht. Riesengroß. Ein super cooler Zeltplatz. Und er ist kostenlos. Und du bist sicher, dass du morgen wieder losfahren willst? Du wolltest morgen losfahren. Nee, du wolltest Ich kann losfahren. noch 2 Wochen hier bleiben. Ja, aber ich glaube, dann reicht unser Jahr nicht. Richtig klasse wäre es natürlich, wenn man noch ins Wasser könnte. Klar ist es. Ich glaube, deine Tochter ist eifersüchtig auf den Spot. Oh, okay. Das sieht nach einem WhatsApp-Videochat aus. Hallo. Na du? Denkt ihr, es setzt sich jetzt heute hin für den Abend? Ja, für heute sind wir genug gefahren. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie das Paradies hier, oder? Sagst du jedes Mal. Aber ist doch schön hier. Wird wohl nichts mit Armbrot heute. Kommt drauf an. Wenn du frisch gebadeten Lur essen möchtest, dann Nee. da kann ich dir mit helfen.
das, was uns auch immer wieder über den Weg läuft, sind Kühe. Weil in Australien sind die halt keine Stallhaltung, die laufen frei rum, die Viecher. Und da muss man halt, wenn man unterwegs ist und auf der Straße fährt, auch mal aufpassen, ob da jetzt welche an der Straße stehen und nicht gleich vor dein Auto hüpfen. So wie es aussieht. Oder man kriegt nette Nachbarn beim Campen. Ja, so wie es aussieht, haben wir hier heute Nacht ein paar Nachbarn. Eventuellerweise. Vielleicht gehen sie auch noch weg. Keine Ahnung. Aber das ist, womit man in Australien rechnen muss. Wir haben noch einen anderen Sony hier entdeckt. Und da gehen wir jetzt mal hin und sagen einfach Hallo. Mal gucken, ob er noch da ist. Ne? Ja. Look, the first crocodile in the wild. Looks like it's a little freshy. Ist ungefähr bloß 10, 15 Meter von dem anderen Karawan weg. Ja, jetzt probieren wir mal locker ranzumachen und dann gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Runter kommen wir einfach. Jetzt schauen wir mal, ob wir hochkommen. Jetzt müssen wir wieder hoch. Okay. Ich habe es auch geschafft. Easy peasy. Ja, es war beim Runterkommen sah es schlimm aus. Es hat aber einmal zwischendurch ziemlich gut geschaukelt. Ja. Gehen wir nur mal gucken, ob alle Schubfächer und alles zugeblieben ist. Nee. Sieht alles okay aus. An unserem letzten Stellplatz, bevor wir nach Western Australia rübergekommen sind, haben wir von diesen Bäumen schon mal ein kleineres Exemplar gesehen und wir fahren öfter mal an diesen vorbei und die werden mehr und mehr und das sind sogenannte Baobab-Bäume und weil man als Beifahrer nicht viel zu tun hat, habe ich mich ein bisschen belesen und davon gibt es insgesamt nur 8 Arten, 6 sind von Afrika, einer von Madagaskar und einer hier in Australien. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Connemara. Gestern waren wir schon mal da, aber das Infocenter hatte zu. Und wir waren dann bloß schnell waschen und haben uns ein Eis gegönnt. Google Maps hat uns dann den Weg zu diesem wundervollen Stellplatz geführt, über diese wunderschöne, abenteuerliche Straße. Und auf dem Weg zurück nehmen wir die jetzt nicht mehr, denn Google Maps hat eine Flussüberquerung nicht erkannt, die wir dann heute ausprobieren. Das war die Ivanhoe Crossing und ein bisschen schwammig schon beim Überqueren. Ja auch? Ja, eigentlich nicht so, weil wir eigentlich schwer genug waren. Also deshalb ging es eigentlich noch. Meine gut. Ein klitzekleines bisschen. Ah. Jetzt sind wir hier. The Gibb River Road. Eine von 2 Straßen, die über Derby nach Brom führt. Und damit willkommen auf der Gibb River Road. Jeden Four-Wheel Driver und Abenteurer steht die Gibb
auf der Bucketliste, so wie Cape York oder die Simpson Desert. The Gip ist ungefähr 600 Kilometer lang. Die ersten 100 Kilometer sind allerdings befestigt und wir sind gestern dann direkt am Ende auf einen Campingplatz gefahren. Der ist frei, der war absolut voll, gepackt. Und heute Morgen sind wir schon relativ früh los und haben unsere erste Flussüberquerung gemacht. Jetzt lassen wir den Reifendruck runter und Peter hat die Federung auf weich gestellt. Und dann schauen wir mal, was wir heute auf der Gip alles erleben. Guck mal, wer da kommt. Muss man nur ein bisschen klettern. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Regenwasser hier langkommt, auch durch die Farbe wieder, wenn es dann hier genau in die Dingens durchgeht, da drüben und hier, genau in die Lücke, dann hast du wahrscheinlich einen super Wasserfall da unten. Kann sein. Braucht man nur noch ein bisschen mehr Regen. Dann würden wir jetzt nicht hier stehen. Auch wenn Peter mich immer auslacht, aber ich habe jetzt ein Schild gefunden und das waren die Bendula Falls. Wahrscheinlich eher, wenn Regenzeit ist. Und damit hat er mit seiner Vermutung gar nicht mal so schlecht gelegen. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile gefahren und machen jetzt mal eine kurze Pause. Einfach mal einen Kontrollcheck machen und ich gehe da mal in den Caravan. Okay. So weit, so gut. Nur unserem. Warte, die ist aufgegangen. Ist alles da, wo es sitzt. Mal den Kühlschrank vorsichtig aufmachen. Nö. Der ist auch okay. Caravan ist okay. Möchtest du jetzt auch ein Glas Kakao und einen Keks? Ja, was auch immer du machst, ja. Sagt, die Airbags haben wir jetzt noch mal ein kleines bisschen runtergelassen und ich habe noch mal ein bisschen Luftdruck aus dem Auto rausgenommen. Okay, dann huschen wir weiter. Okay, let's go. Wir sind heute relativ viel gefahren und außerdem, was machst du denn da? Außer dem trockenen Wasserfall haben wir eigentlich so nichts an der Seite sehen können. Was mich eigentlich am meisten fasziniert hat an der ganzen Fahrt, waren die Farben, die die Straße immer wieder hatten. Wir hatten von weiß bis dunkelbraun war alles dabei. War alles, also fast wie am Strand, leuchtendes Rot, leuchtendes Orangen, Ocker, tiefes Braun. Also war wirklich eigentlich schön. Und staubig. Und staubig, ja. Da werden wir wahrscheinlich noch eine Woche dran zu tun haben. Aber gut, theoretisch sag ich persönlich denke wieder, bis jetzt ist wieder bloß ein Hype generiert um die Straße, weil andere Straßen, die gefahren sind, waren wir genauso. Werden wir mal sehen, was noch kommt, weil wir sind jetzt ungefähr zur Hälfte durch, nicht ganz 50%. Und so wie wir auf der Karte gesehen haben, waren auf der ersten Hälfte war auch eigentlich nicht viel zum Gucken. Wir haben auch bloß 1-2 Mal angehalten. Und auf der zweiten Hälfte sollte jetzt hoffentlich ein bisschen mehr kommen und vielleicht legen wir auch noch mal ein Farmstay ein. Ja, wir sind jetzt am Han River angekommen, wieder ein freier Campingplatz. Und der ist Gott sei Dank nicht so voll wie der erste. Aber trotzdem machen die ganzen Camper hier nicht unbedingt den Eindruck, dass es eilig haben. Also manchmal habe ich so den Eindruck, die kommen hierher mit der Familie, stellen sich 14 Tage hier hin und fahren dann wieder nach Hause. Machen sie ja vielleicht auch, ist ja keine Ahnung. Kannst ja jedem wie er es gerne möchte. Ja. Aber wir haben unseren Plätzchen. Weil der Bach, der hier ist, also der River, in dem kann man actually baden. Ja, weil hier gibt es ausnahmsweise mal keine Krokodile. Keine Krokodile. Und das werden wir jetzt gleich machen. Und wir haben vor, hier 2 Nächte zu bleiben. Also morgen machen wir uns noch mal einen schönen freien Tag, genießen alles hier und dann fahren wir weiter. Fahren wir? Wir können auch noch eine dritte Nacht bleiben. Schauen wir mal, wie weit du kommst. Okay, gut.
Was? Hast du ein Krokodil gefunden? Nee, aber Mini-Fisches. Hinsetzen reicht's. Ja, los rein. Auf jeden Fall ist sofort eine schöne Abkühlung. Und hier gibt es sogar extra Armstützen. Okay, ich gehe dann mal wieder in Flotmodus. Wieso? Warum nicht? Weil es warm ist. Ist schön kühl, wa? Ja. Sagt, sitzen reicht ja im Moment auch erstmal. Dafür, dass es kostenlos ist, Ja. kann man sich auch hier mal hinsetzen. Ja, so tief ist das Wasser da hinten. Vor dir. Ja, soll ich die jetzt fangen? Nö. Viel zu klein. Hätte auch nicht gereicht für ein Essen. Nee. Tag 4 auf der Gib River Road und gestern Abend, als ich von Mücken aufgefressen wurde, hat dann Peter eine andere Entdeckung gemacht und das ist die hier. Unser Problem ist, wir haben einen Platten. Ja, jetzt müssen wir mal einen Reifen wechseln, weil wir ein ganz kleines Loch drin haben. Aber da wir so weit von der nächsten Zivilisation weg sind, tauschen wir den jetzt lieber. Und? Da ist er, der Übeltäter. Ich weiß nicht, ich kann nicht genau sehen, ob es ein Stein ist. Könnte auch ein Stückchen Metall sein. Siehst du? Da ist der Übeltäter. Entweder gucken, ob sie den flicken können. Ansonsten ist ein neuer Reifen fällig. Oder wir können sagen, scheiß drauf, wir riskieren es, weil wir können ihn ja auch mit unserem Flickkit selber machen. Ja. Weil da mache ich jetzt nicht, ich lasse das Ding auch drin stecken, Ja. dass man weiß, wo es ist. Der zweite Draht, den ich gefunden habe, der scheint nicht durchzugehen, der ist nur durch das Profil durch. Ich würde sagen, wir fangen erst dann an, richtig zu flicken, wenn wir noch einen zweiten Ersatzreifen brauchen, oder? Ja, ich flick den jetzt nicht. Wenn bei jetzt auf der letzten Strecke nochmal einer kaputt geht, dann flicke ich den hier. Okay. Oder halt den anderen, je nachdem, was er drauf hat. Aber Okay. das ist halt so spitz sind halt die Steine hier. Wenn es ein Stein ist, sieht fast wie ein Stück Metall aus. Ja, das könnte auch Metall sein, ja. Auf jeden Fall Geht der jetzt hinten rauf. ist der Zug abgefahren, ja. Okay, der Ersatzreifen ist drauf. Jetzt gleichen wir gleich nochmal den Luftdruck an. Und so wie es aussieht, ist es ein Sägeblatt, was wir uns da eingefahren haben. Ja, da denkst du echt mal, du hast den ganzen Tag nichts zu tun und dann stellst du fest, dass es kein Sand in der Felge drin war, sondern dass du ein Loch im Reifen drin hast. Dann musst du den Reifen wechseln. Dann klemmt auf einmal dein Anschluss von der Druckluft. Dann musst du den auch noch auseinandernehmen. Musst dich natürlich schön im Dreck rumsühlen. Und jetzt haben wir die Schnauze voll. Und jetzt geht's erstmal braten. Noch ein Warp-Tree. Yippie, wir haben auch so wenig gesehen davon bis jetzt. Oh, aber der ist nice und dick. Guck mal. Wir haben welche gesehen, die war 5-mal so dick. Ja, aber sind wir mal vorbeigefahren. Okay, Tag Nummer... Upsala. Langsam. Tag Nummer 5 auf der Gib River Road und nachdem wir gestern dann keine Lust mehr hatten, nach dem Reifenwechsel weiterzufahren, haben wir es auf heute verschoben. Wir waren gerade an dem Mount Barnett Rothaus.
Ein sehr interessantes Roadhouse. Wir haben da ein paar sehr interessante Nummernschilder, die die Autos wahrscheinlich alle verloren haben. Ja, wir wollten gucken, ob wir die Manning Gorge machen und die kostet aber Eintritt. Und jetzt sind wir ein paar Kilometer weitergefahren und wir sind bei der Galvins Gorge und die ist kostenlos. Also da machen wir jetzt unseren kleinen Wanderausflug mit einem hoffentlich Wasserloch am Ende. Geschrieben haben sie, es soll super sein. Ja. Mit Wasserfall und so. Wir haben ja bloß die Reviews durchlesen Ja. können. Und die Reviews sagen, die Gorge hier soll super sein. Schönes Wasserloch mit Wasserfall. Schauen wir einfach mal. Oh, guck mal, da ist ein Bohrabtrieb. Another one. Die sollen ja bis zu nachgewiesen 2000 Jahre alt werden. Hallo. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr abonniert den Kanal, wenn ihr uns weiter begleiten wollt. Bis zum nächsten Mal. Ob der mich beißt, wenn ich den fange? Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ob da. Erledigt.